Hallo! Heute möchte ich euch ein etwas schwierigeres Projekt zeigen, und zwar eine Libelle. Und das hier sind die Libellenkörper. Ja, die sind nicht ganz so einfach, aber ich möchte euch trotzdem zeigen. Dafür braucht man sehr gute Weiden vor allem. Entweder sehr gut gewässerte Weiden oder Weiden, die halt frisch sind und deswegen nicht brechen. So, das ist der Libellenkörper und der bekommt noch hier 2 Flügel auf der einen Seite und 2 auf der anderen Seite. Dann wird das Ganze auf den Stock gesteckt und dann wird sie fertig. Das Schwierigste dabei ist aber tatsächlich dieser Körper. Der ist gemacht in sogenannter Rasseltechnik und für die Rasseltechnik braucht man sehr gut gewässerte Weiden. Oder es geht auch gut, wenn man es mit frischen Weiden macht, und das würde ich jetzt euch mal zeigen. Die Rasseltechnik ist sehr vielfältig und man kann sie für viele verschiedene Projekte benutzen. Also nicht nur für Rassel, aber auch für Gefäße, Umrandungen, Skulpturen oder vielleicht noch andere Sachen, die ich nicht kenne. Um die Libelle zu machen, brauche ich erstmal sehr, sehr gute Weiden. Jetzt habe ich mir aus dem Bündel Salix purpurea habe ich mir 7 schöne Weiden ausgesucht. Ich zeige es hier nochmal genauer, damit ihr seht, wie gleichmäßig und mackenlos sie sind. Die müssen wirklich alle so perfekt sein. Ich ziehe es mal durch. Da beginnt schon die erste Schwierigkeit. Diese Weiden sind nicht so einfach zu kriegen. Am besten, wenn man halt sehr viele davon hat, kann man von den vielen Weiden mal die besten aussuchen und die dann benutzen. So, jetzt stelle ich mal die Kamera so, dass sie meine Hände sieht. Ja, zuerst binde ich aber diese dicke Enden, binde ich sie erstmal zusammen. Das mache ich mit noch einer Weide. Wichtig ist, dass ich sie nicht nur an einem kurzen Teil hier, also ein kleines Stückchen binde, sondern dass ich sie wirklich an eine so 3-4 cm Breite zusammenbinde. So, ich stecke mal das dicke Ende erstmal rein und wickel mal um. So, jetzt habe ich mal was vergessen. So, das muss jetzt reichen, absolut. Jetzt habe ich aber meinen Friemen vergessen. Mal schauen, ob das... So, jetzt habe ich mal meinen Friemen. Jetzt kann ich mal das dünne Ende hier reinstecken. Wie gesagt, ohne Friemen war das ja fast gar nicht möglich. So. Zuerst muss ich alle 7 Weiden aus dem Bündel nach außen knicken. Das mache ich mal vorsichtig, helft mir dabei mit dem Nagel von dem Daumen. Ich drücke alle nach außen. Dann lege ich mein Bündel auf der Unterlage so, dass das gebundene Teil nach oben schaut, und alle 7 Ruten verteile ich sternförmig etwas gleichmäßig. Jetzt nehme ich erste Rute, knicke sie auch mit Hilfe vom Daumen und lege sie nach rechts über 2 weitere Ruten. Jetzt nehme ich mal die zweite, über die ich gelegt habe, knicke ich wieder und lege wieder über 2 weitere. So geht es immer weiter. Immer die zweite, über die man gelegt hat, nimmt man und legt über 2 weitere. Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt, aber das seht ihr auf dem Bild. Ich lege eine Rute über 2 und dann nehme ich mal die zweite
über die ich gelegt habe, und die wiederum lege ich wieder über 2. Dabei versuche ich mal, dass die Figur, die dabei entsteht, einem Sechseck ähnelt. Damit der Umfang immer größer wird, lege ich mal die Ruten immer ein Stückchen nach außen. So, hier sieht man mal diesen Winkel, der ist nämlich wichtig für die Größe von dem Geflecht. Durch diesen Winkel steuere ich mal, ob das Geflecht größer oder kleiner wird. Das ist alles eine Gefühlssache und es muss geübt werden. Und ja, mit der Zeit macht das Spaß. Am Anfang, es scheint schwierig und verwirrend, aber mit der Zeit versteht man das System und es wird immer besser. Irgendwann nehme ich das Geflecht vom Boden in die Hand. So kann ich es immer gut in der Hand drehen und flechte immer weiter. Wenn ich möchte, dass das Gesamte kleiner wird, muss ich die umgelegte Ruten immer weiter zur Mitte nehmen. So, Libellenkörper ist jetzt fertig. Jetzt bekommt die Libelle noch Flügel. 2 auf der einen Seite und 2 auf der anderen Seite. Dafür brauche ich mal 4 etwas dickere Weidenstückchen, also dicker als die, die ich beim Körper benutzt habe. Und da probiere ich mal mit denen. So, zuerst mache ich sie mit dem Daumen so ein bisschen vorbiegen. Die lässt sich schon mal schön formen. Um einen schönen Bogen der Flügel zu bekommen, helfe ich mir mit dem Daumen und forme erstmal die Biegung vor. So, also anspitzen. Ich stecke die dicken Enden von den Libellenflügelruten in das Geflecht rein. Manchmal klappt es nicht beim ersten Mal oder ich bin unzufrieden mit der Stellung, aber ich probiere es so lange, bis mir die Form und die Größe gefällt. Ich kontrolliere immer wieder die Form und schaue, ob dabei keine Knicke entstanden sind. So, diesen Vorgang muss ich jetzt 4-mal machen und die Flügel schön symmetrisch auf dem Körper verteilen. Nachdem ich die dicken Enden reingesteckt habe, stecke ich die dünnen Enden, aber zuerst verflechte ich sie nicht oder befestige ich nicht endgültig. Das mache ich dann ganz zum Schluss, wenn ich mit dem Gesamtbild zufrieden bin. Oft ist es so, dass ich einen Flügel nochmal rausnehme und nochmal neu einstecke. Und das mache ich so lange, bis ich zufrieden bin.
Jetzt befestige ich schon den 4. Flügel und bald ist dann die Libelle fertig. Durch die vielen dünnen Spitzen, die hier noch rausgucken, wirkt das alles noch chaotisch. Aber jetzt nehme ich mal eine Spitze nach der anderen und verflechte ich sie sozusagen einmal zurück in den Libellenkörper rein. Und sobald ich das gemacht habe, schneide ich mal diese Spitze ab. Beim Verflechten der Spitzen versuche ich mal, das Muster von dem Körper möglichst wenig zu stören und das so zu machen, dass die Verflechtungen nicht so ganz sichtbar sind. Jetzt bin ich mit meiner Libelle zufrieden. Die Flügel sind gleich groß und symmetrisch verteilt. Jetzt muss die Libelle nochmal auf einen Stock gesteckt werden. Dafür nehme ich mal einen gut getrockneten Weidenstock, spitze ich ihn flach und lang an und dann bereite ich ein Loch in dem Libellenkörper vor. Das mache ich mit dem Pfriemen. Dabei achte ich, dass die Libelle auf dem Pfriemen, gesteckt auf dem Pfriemen, schön gerade sitzt und zwar in beiden Richtungen gerade, frontal und seitlich. Dann ziehe ich den Pfriemen raus und in das vorgebohrte Loch stecke ich mal den angespitzten Stock. Ich ziehe ihn so fest wie möglich dran, also ich ziehe die Libelle so tief nach unten wie möglich. Auch wenn der Stock oben rausguckt, das ist nicht schlimm, den schneide ich mal oben wieder ab. So, jetzt ist die Libelle wirklich fertig und darf jetzt mein Blumenbeet schmücken. Wenn dir das Libellenvideo gut gefallen hat, dann gib mir den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.